Caroline Agüero-Villegas und ich würde jetzt gerne mit Ihnen ein Interview zum Thema Berufsvorbereitung, Berufsbildung durchführen wollen und dann würde ich einfach vorschlagen, dass wir jetzt starten und erzählen Sie uns doch einfach mal Grundsätzliches über sich, über Ihre Organisation, wo arbeiten Sie, wie arbeiten Sie? Mein Name ist Jan Haupensack. Ich bin Creative Director, würden wir sagen, in unserer Firma Transparent. Wir sind eine Agentur, die sich damit beschäftigt, wie unsere Auftraggeber am besten mit ihren Kunden kommunizieren können. Das erfolgt mit Hilfe verschiedener Dienstleistungen im Bereich Strategieberatung, Marketing, Werbung, digitale Transformation oder eben auch Printmedien, digitale Medien und so weiter. Das klingt nach einem sehr vielfältigen Arbeitsfeld und nach einem großen Tätigkeitsfeld vor allen Dingen. Und arbeiten Sie auch regelmäßig mit Berufsanbietern zusammen? Falls ja, wie sieht diese Zusammenarbeit aus? Ja, wir arbeiten in dem Feld schon seit 20 Jahren. Das heißt, wir haben sehr viele Phasen auch der beruflichen Entwicklung miterlebt und haben auch selbst ausgebildet. Das heißt, wir sind Ausbildungsbetrieb in Zusammenarbeit mit einer Berufsausbildungsakademie und eine Mitarbeiterin von uns, sie hat also alle Phasen Sachen durchlebt, vom Praktikum über die Ausbildung bis hin jetzt zur Anstellung. Und so haben wir da einen recht engen Kontakt zu dieser Ausbildungseinrichtung. Okay, danke schön. Und können Sie uns Ihrer Meinung nach auch Hauptvorteile nennen, die sich zwischen einer Zusammenarbeit eines Berufsbildungsbetriebes und eines Unternehmens etablieren kann, um, sage ich mal, arbeitsplatzbezogene Lernmöglichkeiten für Arbeitnehmer in der Zukunft zu schaffen? Was ist da Ihre Meinung? Die Hauptvorteile liegen vor allen Dingen, ich denke, bei den Auszubildenden, weil die jetzt mehrere oder eben zumindest 2 Welten kennenlernen können. Das ist die Ausbildung in der Einrichtung, aber eben auch beim Unternehmen. Das ist eine andere Realität mit vielen Verflechtungen, mit vielen Projekten und nicht nur, dass man die spezifischen Skills erwerben kann oder trainieren kann, sondern man kann sich auch als Teil eines Ganzen verstehen. Also es kann ein Projekt sein, wo man zwar eine Teilarbeit macht, aber man bekommt eben doch eher mit, wie das Ganze zusammenhängt, wo es hinführen soll, welche Ziele damit verbunden sind. Natürlich in einem anderen sozialen Team als jetzt in einer vielleicht Schulklasse oder Ausbildungsklasse. Das sind auch andere Anforderungen, unterschiedliche Altersstrukturen, unterschiedliche Arbeitsteilungen und so ist also diese Erfahrung vielfältiger als nur in einer Ausbildungseinrichtung. Und der Ausbildungsbetrieb selber kann natürlich auch wieder davon profitieren, dass vielleicht aktuelle Erkenntnisse auch schon in die Ausbildung einfließen und man mal was Neues hört und natürlich auch mit den jungen Leuten immer frischer Wind auch reinkommt. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen bei der Zusammenarbeit von Bildungseinrichtungen und Unternehmen, um ein mögliches erfolgreiches ausbildungsplatzbasiertes Programm zu schaffen? Ja, die enge Verknüpfung beider Welten, also der gute Austausch von Themen, von Anforderungen, dass man einfach mal die Gelegenheit hat, dem Ausbildungsbetrieb auch zu vermitteln, an welchen Projekten man gerade arbeitet. Das ist natürlich von Firma zu Firma unterschiedlich, aber so kann immer wieder ein aktueller Bezug auch in die Ausbildung mit einbezogen werden. Und da muss die Kommunikation sicherlich auch immer wieder neu gefunden werden und verbessert werden. Es gibt solche Abstimmungsrunden, wo dann jemand herkommt und fragt, wie war es denn, was ist gemacht worden, es werden auch Berichte geschrieben vom Auszubildenden.
Aber da könnte man sozusagen noch in der Gestaltungszeit vor der Ausbildung noch enger zusammenarbeiten. Und da ist vielleicht auch noch die größte Herausforderung zu sehen, dass man die Ausbildungsgestaltung an das Berufsbild in der Zukunft anknüpft, sodass man sagt, wie sieht denn die Arbeit in 5 oder 10 oder 15 Jahren aus? Und man sieht, wie schnell es Transformationsprozesse geben kann, wie jetzt mit der KI, die in aller Munde ist. Gibt es denn den Beruf überhaupt noch? Oder wenn man jetzt andere Berufe nimmt, wird in 10 oder 15 Jahren noch ein Busfahrer notwendig sein, oder fährt der Bus alleine? Ja. Und so gibt es also da sicherlich auch so disruptive Elemente, die man schon mal mit vordenken kann und dass das also auch von anderen Ländern gemacht wird oder von bestimmten Einrichtungen. Das sieht man an einem Beispiel einer kanadischen Universität, die Berufsbilder entwickelt haben, wo dann so Namen rauskommen wie Nostalgologe, was eben eigentlich eine Zimmerei-Ausbildung ist, oder ein Zimmerer, der dann Einrichtungen in einem ganz bestimmten Stil der 60er oder 70er oder sowas einrichtet. Oder ein urbaner Bauer, das kann man sich schon eher vorstellen. Roboterberater hatten sie auch, oder Abfalldesigner oder Biofilminstallateur. Also man arbeitet eben nicht nur mit irgendwelchen Techniken, Rohren und muss jetzt irgendwas zusammenbauen, sondern man hätte vielleicht auch früh anfangen, oder man sollte sich schon früh auf biochemische Prozesse einstellen, weil eben mit Biofilm gearbeitet wird, ja, mit biologischen Methoden innerhalb des Installationswesens. Und so ist es auch bei uns im Unternehmen. Welche Arbeiten werden vielleicht später mal von der KI übernommen? Was muss man eigentlich wissen? Wohin muss die Ausbildung gehen? Ist das wirklich ein Vermitteln von Fähigkeiten oder muss man eben Sinnfragen auch mit verknüpfen? Wie können Ihrer Erfahrung nach Berufsausbildungsanbieter und Unternehmen noch besser, noch intensiver zusammenarbeiten, um dadurch wirklich qualifizierte Ausbildungsprogramme für nachfolgende, künftige Azubis zu generieren, zu schaffen? Was können Sie uns dazu mit auf den Weg geben und erzählen? Ja, ich würde mir wünschen, dass man frühzeitig noch vor der Konzipierung von Ausbildungsprogrammen miteinander redet und nicht nur darauf reagiert, wie die eine Seite sich das denkt und die andere vielleicht agiert. Und dann eben sowohl diese aktuellen Anforderungen aus der Wirtschaft mit einbezieht, als auch solche Zukunftsüberlegungen, über die wir gerade gesprochen haben. Super, dann bedanke ich mich von ganzem Herzen bei Ihnen für dieses tolle Interview und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und dann wünsche ich Ihnen natürlich auch weiterhin viel Erfolg auf Ihrem beruflichen Werdegang. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und dann haben Sie auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Vielen Dank, sehr gern.